In diesem Video möchte ich dir ein Buch vorstellen. Ein Buch, mit dem du Grafikdesign lernen kannst. Ja, die Frage kommt eigentlich immer wieder auf, ne? Wenn ich jetzt Grafikdesigner werden will, was mache ich denn dann? Besuche ich einen Online-Kurs oder schreibe ich mich an der Uni ein, schmeiße meinen Job hin und lerne Grafikdesign? Oder kann ich das abends lernen? Oder nehme ich mir ein Buch und lerne so ganz traditionell. Es gibt viele Möglichkeiten, Grafikdesigner zu werden und das zu lernen. Nein, du musst nicht an die Uni und du musst auch kein komplettes Studium ablegen, wobei das natürlich in vielen Punkten sehr hilfreich ist. Ja? Keine Frage, an der Uni übt man eben viel mehr, man hat viel mehr Feedback, man bekommt viel mehr Noten und die Noten wiederum resultieren in Verbesserungen, ja, damit du weißt, wo du stehst, wie du dich einschätzen kannst. Also es gibt wirklich gute Gründe für ein Studium, keine Frage. Aber wer jetzt beschließt, dass er schon immer Grafikdesigner werden wollte, hat auch da mehrere Möglichkeiten. Heutzutage gibt es Online-Kurse en masse, die dir genau das bieten. Und es gibt auch Fernstudiengänge, die dir genau das bieten und viel Geld kosten. Oder es gibt ganz traditionell Bücher. Und so ein Buch habe ich dir heute mal mitgebracht. Dieses Buch ist meiner Meinung nach ein Standardwerk. Und das sollte jeder Grafikdesigner eigentlich zu Hause liegen haben. Warum? Nicht, weil es außerordentlich phänomenal gut ist, sondern weil es alles abdeckt. Der Markus Wäger hat mit Grafik und Gestaltung ein umfassendes Handbuch geschrieben, wo er wirklich auf alle erdenklichen Dinge eingeht um das Thema Grafikdesign und auch ganz viel aus seiner beruflichen Praxis erzählt. Und ich finde, das ist einfach für Grafikdesigner ein ganz, ganz großer Schritt, ne? Weil, ja, du magst etwas über die Gestaltgesetze lernen an der Uni oder im Fernstudium oder im Online-Kurs, aber wie die dann wirklich angewendet werden, wie du die umsetzt, wie du sie von dem einen, das eine von dem anderen unterscheidest, ja, das bringen Beispiele und das bringt natürlich auch der berufliche Alltag. Und wo kann man das und von wem kann man das besser lernen als von einem Grafikdesigner? Vielleicht sogar nicht unbedingt von dem Professor an der Uni, sondern wirklich von einem Grafikdesigner, der dir Schritt für Schritt zeigt, wie er das umsetzen würde. Und da wird es dann richtig interessant. Ich habe sowohl einen sehr guten Online-Kurs, den verlinke ich dir auch von der Lindsay Marsh. Wir haben da schon drüber gesprochen, aber es ist ein englischer Online-Kurs, die wirklich als Grafikdesignerin arbeitet und ganz in kleinen Schritten erklärt, warum sie welche Entscheidung so macht und nicht anders. Und so ähnlich macht der Markus Wäger das hier auch. Also wir haben hier ja nicht nur die Unterscheidung zwischen Grafikdesign und Kunst. Wir haben hier nicht nur drin, weniger ist mehr und warum das so ist. Wir haben auch unendlich viele Beispiele, ne? Und vor allen Dingen auch Bilder drin, wo er ganz genau erklärt, was wie ist und warum das so ist, ne? Oder hier so ein ganz klassisches Beispiel, ne? Warum wirkt hier das weiße Quadrat sehr viel kleiner als hier unten, ne? Muss man wissen. Sollte man einfach als Grafikdesigner, sollte man das einfach wissen. Ist eine ganz wichtige Sache und dass man das auch schon mal gemacht hat. Also ich kann jetzt hier im Prinzip unendliche Beispiele zeigen und das Buch durchblättern. Und es hat einfach unglaublich viele Beispiele, die er aus seinem beruflichen Alltag nutzt. Und das, finde ich, macht dieses Buch einfach unschlagbar für jeden, der als Grafikdesigner arbeiten möchte, auf der einen Seite, auf der anderen aber auch jemand, der einfach nochmal nachlesen möchte. Wie gesagt, Studium super, Fernlehrgang klasse, Online-Kurs genauso gut, kein Problem. Hauptaspekt ist immer, das Ganze nochmal zu vertiefen und nochmal einfach durchzuarbeiten und das an dem beruflichen Alltag festzumachen. Wenn du zum Beispiel gar nicht vorhast, als Grafikdesigner die Corporate Identity für verschiedene Firmen zu machen, sondern dich lieber zu Hause hinsetzt und deine Produkte erstellst und die digital verkaufst, darum geht es hier auf dem Kanal, digitale Produkte verkaufen, dann ist dieses Buch ja eigentlich unerlässlich. Ne? Es bietet dir die Grundlage, aber letztendlich zeigt es dir, so soll es im Alltag aussehen.
aber nicht unbedingt so funktionieren digitale Produkte. Das brauchst du auch gar nicht wissen. Wichtiger ist, dass du diese Gesetze anwenden kannst, dass du weißt, wie das Ganze funktioniert, und dann kannst du es für dich nehmen, für dich das Beste in Anführungsstrichen rausziehen, auf dich runtermünzen und dann anhand dieses Buches, das kann dir dabei zur Seite stellen. Es ist ein Nachschlagewerk, ein umfassendes Handbuch, ja, und ich kann auch ehrlich gesagt gar nichts Schlechtes darüber sagen. Es geht hier von Typografie und Farbe über Formen, also es geht eigentlich um alles, was das Grafikdesignerherz begehrt, und das ist wirklich gut erklärt. Das Einzige, was man hier vielleicht noch nachlegen könnte, gerade für jemanden, der daraus lernen will, sind Aufgaben. Weil was nutzt du als beste Handbuch, wenn du dein Wissen nicht überprüfen kannst? Deswegen, es wäre einfach sehr, sehr gut, wenn ich hier noch ein paar Aufgaben drin hätte, in denen ich mein Wissen überprüfen könnte, und am besten noch mit den Lösungen hinten dran. Ne? Dann würde dieses Buch wahrscheinlich noch unendlich dicker werden. Ne? Es ist ja schon dick genug. Und wird wahrscheinlich noch mal einige Seiten mehr bekommen. Aber okay, vielleicht kann man die auch online nachreichen. Ne? Wäre noch eine andere Maßnahme. Kaufempfehlung? Ja, ganz klar. Sonst würde ich es dir hier nicht hinhalten. Ist auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Wie gesagt, auch wenn du woanders lernst, ist dieses Buch immer noch etwas, wo du nochmal nachschlagen kannst. Von demselben Autor gibt es noch das ABC des Grafikdesigns. Super Sache. Auch da, man kann mal eben nachschlagen, was das eine oder andere bedeutet. Ich weiß nicht, inwieweit sich das von diesem Buch hier grundlegend unterscheidet. Müsste man mal reingucken. Aber es wäre ganz gut, nochmal einfach schnell was nachschlagen zu können, was das eine oder andere bedeutet. Finde ich, eine gute Bibliothek zu haben, kann nie verkehrt sein. Wie gesagt, mir fehlen hier so ein bisschen die Übungsaufgaben, dass man nochmal nachlernen kann, dass man sich selber überprüfen kann. Könnte man alles bewerkstelligen, könnte man auch online bewerkstelligen. Wenn du ein umfassendes Handbuch suchst, weil du gerne Grafikdesign lernen möchtest, das ist auf jeden Fall ein Buch, was ich da guten Gewissens und aus vollem Herzen empfehlen kann. Ich hoffe, das hat dir geholfen oder hilft dir in Zukunft. Und vielleicht hast du auch noch ein anderes Buch, was du empfiehlst. Dann schreib mir das doch in die Kommentare. Und ansonsten freue ich mich darüber, wenn du unseren Kanal abonnierst, die kleine Glocke anklickst, damit du benachrichtigt wirst, wann immer wir ein neues Video posten. Und vergiss den Like-Button nicht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.